Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Genshin Impact. Ja, diesen Part nehme ich wieder einmal direkt im Anschluss an den vorherigen Part auf und ich würde sagen, wir machen direkt dort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich mit den Artefakten. Ich habe mir jetzt mal im Hintergrund die Map aufgemacht, die Interactive Map. Ja, die findet ihr, wenn ihr ganz einfach mal nach Genshin Impact Interactive Map googelt. Und ja, diese nutze ich jetzt, um ein paar Positionen der Schreine der Tiefe abzugrasen. Einer soll nämlich hier direkt in der Nähe von Quellingen sein. Zwar in dieser Region hier, wenn ich das richtig sehe. Na? What's the hurry? Bin ich blind? Oder ist der auf der Map falsch eingezeichnet und befindet sich oben auf dem Berg? Im Normalfall sollte der hier irgendwo sein, aber vermutlich ist er oben auf dem Berg. Ich gucke einfach mal. Hä? Bin ich falsch? Nee. Laut Map sollte der eigentlich exakt hier sein. Da ist er doch. Wie bin ich denn da gerade dran vorbeigelaufen? Kann mir das mal jemand erklären? Naja, wie dem auch sei. Damit hätten wir den nächsten. Und hier war, wie es aussieht, leider kein 4-Sterne-Artefakt drin. Wie gesagt, das ist nicht immer so, dass da 4-Sterne-Artefakte drin sind. Aber es ist eben häufig so. Und deswegen lohnt es sich für uns auf jeden Fall, dort hinzugehen und diese Schreine der Tiefe auch zu öffnen. Und der nächste von denen befindet sich hier auf diesem Vorsprung. Richtung Norden müssen wir gehen. Da oben sehen wir ihn schon. 2 können wir noch öffnen. Das machen wir und danach machen wir mit der Leo Story Quest weiter, wie schon angekündigt. Wir müssen nämlich auf jeden Fall schauen, dass wir da mal vorankommen, damit wir das Lantern Ride Event spielen können. How fortunate. So, was haben wir denn hier? Tatsächlich wieder kein 4-Sterne-Artefakt. Ja, wie gesagt, schade, aber nicht zu ändern. Und ich würde sagen, den anderen, den wir freischalten, der befindet sich genau gegenüber. Das heißt, wir müssen einmal nach Süden. Aber wir müssen den Berg irgendwie hochkommen. Das könnte sich als schwierig erweisen. Ich versuche es einfach mal hier. Und hoffe, dass die Ausdauer ausreicht. Aber das sieht ganz gut aus. Sehen wir denn vielleicht schon unser Ziel? Irgendwo hier in der Region soll es auf jeden Fall sein. Ich weiß noch nicht genau wo. Ich gehe mal davon aus, wir müssen noch diesen Berg hier erklimmen. Zumindest macht es auf der Karte den Anschein. Und wie ich sehe, war das ganz richtig. Hier sieht man das auch nochmal schön, was ich schon mal erwähnt hatte. Die 3 Minze, die funkeln hier, das sind echte Minze. Wenn ich die jetzt aufnehme, erhalte ich eine Minze. Genauso ist es hier und genauso ist es hier.
Bei der Minze, die nicht funkelt, werdet ihr sehen, da steht statt dem Minze-Symbol eine Sprechblase. Wenn ich die jetzt antippe, dann kommt dort eine Vanillo Aqua, also diese eine Blume, ne, dessen Gegner ist, kommt da raus. Deswegen mache ich das jetzt mal nicht, weil das würde uns sonst nur Zeit kosten. Aber da hat man gerade schön diesen Unterschied gesehen. So, hoffen wir noch einmal auf ein... Wir haben Legendenaufträge freigeschaltet, das ist cool, aber wir hoffen auf ein 4-Sterne-Artefakt. Haben wir eins. Sieht nicht so aus. Leider. Nein. Leider nicht. Gut, dann hätten wir das damit erledigt. Erst einmal. Wir holen uns kurz unsere Belohnung für die Abenteurerstufe ab. Wenn wir gerade hier sind. Und dann geht's ab nach Liyue. So. Da haben wir das Ganze. Oh, auf Stufe 28 kriegen wir mal wieder ein bisschen Urgestein. Und auf Stufe 29 kriegen wir ein 4-Sterne-Artefakt. Ein Becher. Genau, wir haben jetzt die Legendenaufträge freigeschaltet. Das ist ganz cool, weil das erlaubt es uns jetzt mit dem Abschluss von täglichen Quests Schlüssel zu sammeln, die wir dann einlösen können, um diese Character Quests hier zu machen. Und ich sehe, die meisten davon sind tatsächlich einfach so freigeschaltet. Nur bei denen hier steht noch nicht freigeschaltet da. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ach so. Ah, nee. Okay. Wir müssen vorher andere Quests machen. Ich habe mich schon gewundert. Also die hier können wir momentan freischalten, wenn wir die nötigen Schlüssel haben. Und die, wo noch nichts dasteht, können wir noch gar nicht freischalten. So rum. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf nach Liyue. Und schauen mal beim Händler für Seidenblumen wollten wir, glaube ich, kaufen. Für die Duftstoffe. Dann schauen wir mal beim Händler vorbei, würde ich sagen. Bei Bolai. Hey, boss. Do you sell silk flowers here? Silk flowers? We certainly do. Which kind would you like? Which kind? The good kind? The best kind? Remind Paimon what kinds there are again? Ugh, you ignorant shoppers. Always coming in here with your stupid questions. Golden House Maiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. My goodness, this gentleman is quite the connoisseur. You two must be his servants. Please refrain from any further attempts to contribute. Naja gut. Das stimmt nicht so ganz, aber Zhongli weiß halt echt alles. Nun ist der Tag also doch gekommen. Now then, please peruse at your leisure. Do let me know if you have any further thoughts. Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions differ from their ancestral habitat. Ja, Nevertheless, Angeber. these are fine specimens, excellently preserved. Just look at the abundant foliage here, and these stamens, glamorous as a maiden of the Golden House. This strain is an evergreen, and mostly grows under complex hydrological conditions. By contrast, this variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Morphologically, it is distinguished by the profusion of petals and densely packed stamens.
though its powerful scent gives it away just as easily. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, flowers and foliage are minimal, and when in season, it has a subtle yet enduring scent. It was first discovered by the ancients when they scaled the mountains in search of the Adepti. Silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical changes over Liyue's history. Most are not grown by horticulturalists. Wow! A true connoisseur. Most of that was news even to me. I possess but a smattering of trivial knowledge. My travel Trivial. is the one to watch. Genau. They are on track to set foot in every corner of the world. Eigentlich weiß ich gar nichts über Seitenblumen. Ich weiß, dass man sie für Xingqiu braucht. Zum Aufstufen. Das weiß ich. Aber was für Arten und keine Ahnung, was da noch alles gibt. Ich weiß, wo man sie finden kann, hier in Liyue. Oh, Mr. Zhongli, you're way too humble. Da fällt mir ein, Which silk flower did you want anyway? da können wir nachher noch I'll welche take them suchen. all, boss. Again? How can I put this? When purchasing opera tickets, it is natural to decide based on which singer has the most melodious voice. The same logic applies when purchasing a pet bird. But this silk flower purchase is not an analogous case. The same logic does not apply. Perhaps you don't know. Tradition states that we should decoct perfume from different subspecies of silk flower when making an offering to a statue of the seven. Rex Lapis will then make his own choice between the scents. Like several other tedious and complicated traditions, this one has become simplified over time. But this is the only rite of parting to take place for one of the seven in 3,700 years. As such, I do think we should honor tradition down to the last detail in this case. Now that's settled, a question. Do you have any Mora on you? You forgot to bring money again? Zhongli. Naja, an dem Punkt würde ich sagen, es wäre verwunderlicher gewesen, wenn er wirklich welches dabei gehabt hätte. Also, normalerweise, na, wir kennen Zhongli doch If I inzwischen. may interject, did I hear you say that these flowers are to be an offering to the Lord of Geo himself? Yes, in a sense. Gosh, well, why didn't you say so? I heard the awful news about what happened at this year's Rite of Dissension. It would be bad luck to say it out loud, but I've been worried about our dear Lord ever since. I'm worried that everything I've heard is true. Since these flowers will be used to glorify our Lord, they're free of charge. Just don't forget to pass on my regards. Are you serious? Why wouldn't I be? I would be nobody if not for Rex Lapis. If he hadn't written those poems in praise of my wares, they'd only be worth a fraction of what I can sell them for today. Huh. So much folklore here revolves around Liyue's deity making cameo appearances in support of local businesses. Thank you, boss. I think I speak for all of us when I say that your generosity has saved our skins. Our skins? You were the one who forgot to bring money. Please, it's the least I could do. Oh Mann. So, now that we've got the flowers, how do we make the perfume? Ideally with the help of an expert. Unfortunately, none of my acquaintances have personal experience in the art of decoction. Talk about first world problems. Hence, I need you to help by asking around in the city. Try the common folk, especially women. So this time we get to go around town looking for nice-smelling ladies to talk to? Paimon likes this job.
I will wait for you near the statue of the Seven. Meet me there when the perfume is ready. Oh ja, ich glaube, ich erinnere Maybe mich we an die can find Quest. some good candidates at the Adventurers Guild. Let's ask Lan. She's master of the Liyue branch, right? So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach hier oben. Ich glaube, hier können wir richtig eklig creepy sein jetzt. Wir schauen einfach mal, was sich so ergibt. Hi. Lan, we need to ask you for a favor. I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry, you two, but you'll just have to ask another adventurer. Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny thing. Lan, du riechst wirklich gut. Wow. Just wow. I'm just going to assume that you're either joking or being sarcastic. To be fair, I put a lot of effort into my appearance for someone who spends all their time in the great outdoors. But I smell great? Don't be ridiculous. Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lan. What's your secret if not perfume? Now that you mention it, yes, there is something. What is that scent? Oh, it must be from the Genshin flowers I picked on the way back. I forgot I still had them with me. Aha! The truth is out. Lan's got a soft spot for wildflowers. No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try talking to Chimay. The fortune teller, right? Paimon remembers she smells pretty good. Thanks, Lan. See you around. Paimon kann sich erinnern. Sie riecht auch sehr gut. Also, auf geht's. Immer der Nase nach, ne? Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für die ganzen schlechten Wortwitze, die noch kommen werden. Hello. How may I help? We've come to ask you a question. Chiming, du riechst aber auch sehr gut. Sorry, you caught me off guard. Most people aren't so direct. I think we need more time to get to know each other. Oh, We just wanted to know what perfume you normally use. Oh, well, I don't actually use any. That said, some of the cosmetics I use are scented. Perhaps that's the cause of this confusion. Since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume like the plague, because Celestia forbid those lusty sailors catch a whiff and come hunting for the source. That's the worst thing Paimon's heard all day. While we're on the subject, have you never heard anyone mention Yingar's homemade perfume? Yinger? Oh, as in scent of spring, Yinger? Yes, that's her. Many a rich family's daughter has gotten her to make perfume for them. Apparently, her homemade product is better than anything you'll find on the market. Great! This is just the intel we need. Finally, we're getting somewhere. alles klar, dann auf zur nächsten Frau, die vermutlich auch sehr gut riecht. Gut, teleportieren lohnt sich jetzt nicht. Da geht's hin. Well, hello. You found me at last. I've been waiting for you. What? How did you know we were coming? Oh, I heard a rumor about a couple who were snooping around town looking for a sweet-smelling lady. Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. This is the ultimate test of my appeal, after all. Snooping around? Why are you making it out like we're bad people? What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future if you don't want word to get around. Relax. Wir I waren know ja why auch. you're here. You want to get your hand on my homemade perfume, don't you? What kind would you like? Ach komm, wir joken einfach ein bisschen weiter. Die gleiche Art, die du auch benutzt. I'm not wearing any, darling.
Could it be that you've been bewitched by my natural scent? If so, I'm afraid it's one of a kind. Whatever this is, you guys need to snap out of it right now. Hand her the silk flowers. 3 in 1 go. My Endlich ist goodness. Paimon mal vernünftig. You have extreme tastes for someone your age. Maybe the rumors I heard were true after all. You're on the prowl and need some sweet-smelling ammunition? Is that it? Was stimmt denn damit nicht? Ay, 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 who let this tiger out of the cage? Well, with your looks, who can blame you? If you've got it, flaunt it. As one of my favorite poems goes, O cherry tree, begrudge not thy blossoms as they are deflowered in the spring, for come winter, even thy sturdiest wood shall wither. That went over Paimon's head a little. In short, I'm happy to help. Traveler, you can be my assistant, but you'd better make sure I'm the only person on your mind while you're hanging around with me. Oha. Hat sie etwa angebissen? Na gut, ich bin damit einverstanden. Where is a good place for making sweet, sweet perfume? Komm, wir versuchen es nochmal. Im letzten Part hat es leider nicht geklappt, aber let's go. Xiangling. You mean Wanmin Restaurant? Good choice. Ja, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir gehen zum Wanmin Restaurant. Vielleicht sehen wir ja Xiangling mal wieder. Oder auch nicht. I've had a word with Chef Mao. We can start work now. Are you ready to please me? What did you say? I meant make me proud, as my assistant, obviously. While I'm setting up, you can go and fetch some water. Okay, wir sollen also Wasser holen. Einfach mal übers Dach abkürzen. Und die haben einen Wasserbehälter direkt hinterm Laden. Das ist, ja, hilfreich, würde ich sagen. This water will do nicely. Now, I need you to extract the silk flower essence using a crafting bench. Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. Very carefully, take hold of the mortar and pestle. Gently does it. You need to keep your wrist firm so your hand doesn't slip. Now use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Keep going until the juices start to come out. Oha, sie ist direkt auf den Zug aufgesprungen und redet jetzt auch schon zweideutig. Keine Sorge, ich bin ein Profi. Ooh, you're a natural, like a fish to water. Now take these and try it out on your own using a nearby crafting bench. Don't forget to do all 3. They look visually identical during the essence extraction process, but I will put them into separate containers when the perfume is ready. Alles klar, dann gehen wir mal zur Alchemie-Werkbank. Und nehmen einfach mal die Öle. Sehr gut. Damit hätten wir das. Wir können schon eine Menge herstellen, allerdings ein was fehlt auf jeden Fall noch, was ich unbedingt haben möchte, und das ist angereichertes Harz. Tatsächlich ist hier... Ich möchte mal kurz etwas nachschauen. Nur ganz kurz, bevor wir mit der Quest weitermachen. Weil angereichertes Harz könnte uns ultra helfen. Zumindest mir für Offscreen und Zeug. Gut, können wir noch nicht machen. Dann, ja, gehen wir wieder der
Quest nach. Ich glaube, auch das geht erst, wenn wir mit der Hauptquest durch sind in Liyue. Aber ja, wir haben Öl hergestellt. Wow, this is some exquisite silk flower essence. On to the next stage, the most important one of all. The essence is placed into water and simmered over a low heat until most of the water has boiled off. You must take care to control the heat during this process. If the temperature goes too high, it will affect the scent. So please focus on controlling the heat. This is the final step. Don't waste a drop of that essence now. We want all of it in there. All 3 perfumes are ready, and you, my friend, were a wonderful assistant. A testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. Ich habe die ganze Zeit vorhin nur an dich gedacht. Wow, you actually remembered my throwaway comment. You know, you're cuter than people give you credit for. If I didn't have my guard up, I can see how easily one could be taken in. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? It might just help you match the right scent to the right occasion. Paimon wants to hear this. This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women will love it. The second one is for those with more refined tastes, the first choice for daughters of high society. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures the last light of dusk. Mature women adore this one. All clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin the mood. Good. Be sure to come visit if you ever need help with anything, okay? Alles klar. I'll leave you with some werd's mir parting merken. words. One who tries to sail 3 boats simultaneously should be careful not to go overboard. Come and hang out with me at Scent of Spring sometime, okay? Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Zhongli's probably been waiting a while. Ja, dann wollen wir den guten Zhongli nicht zu lang warten lassen. Da wir zu einer Statue müssen, können wir uns einfach teleportieren. Sehr angenehm. Und da wartet er auch schon. Hi. We've brought the perfumes, Mr. Zhongli. Did we take too long? You were just staring up at the statue. Oh, you're back. Don't worry, I haven't waited long. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue, this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? Na, That is Zhongli true. kann sowas. Well, have you brought the perfumes? 3 sets, and not 1 less. Thank you both. Let us offer them up. So. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream, and it's liked by younger ladies. Dann der zweite. This is the second kind. It's got an elegant smell, and the daughters of high society love it. Und das dritte. The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? Er mag wohl die dritte Duftessenz. That's the one older ladies like, right? Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady? Perhaps. Vielleicht mag er auch einfach Rex alte Lapis has Ladies, taken weil er on selbst countless schon forms. 5000 Jahre Perhaps alt ist. that really was one of them. What a shame. We only got to see the giant dragon form, and... Let's hope the Chising can catch the real killer.
We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. Die Cheesing und der Graf. Was sind ihre wahren Motive? So, we finished another step in our preparations. What's next? Next, I would like the two of you to help me borrow the cleansing bell. Cleansing bell? Okay. At present, a friend of mine named Madame Ping is the guardian of the cleansing bell. She lives near Yujing Terrace. If you ask her, she will know what to do. Sure, but aren't you going to come with us? Ah, I have certain reasons why I cannot be there in person. Please, do this for me. Man, why has he gotta be so secretive this time? Gut, also anscheinend hat Zhongli eine Vergangenheit mit der Madame Ping und möchte nicht darüber sprechen. Bevor wir zu ihr gehen, möchte ich einmal kurz schauen, denn ich glaube, wir können noch einmal Seidenblumen holen. Genau. Diese befinden sich hier und wie ich bereits die letzten, ich glaube, 3, 4 Parts gesagt habe, jeden Part aufs Neue, als wir welche gesammelt haben, farme ich die schon mal vor für den guten Xingshi, der in näherer Zukunft auf einem Banner sein wird und was ein ziemlich guter 4-Sterne-Charakter ist. Überdurchschnittlich gut. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich ihn auf jeden Fall ziehen werde. Vielleicht sogar ein paar Konstellationen, das wäre optimal. Bis es soweit ist, farme ich halt schon mal das Material, dass wir, wenn wir ihn bekommen, ihn dann auch direkt hochleveln können. So, damit habe ich die Blumen hier auch. Wir können ja mal kurz schauen, wie lange es noch dauert. Noch ungefähr 2 Wochen dauert das Ganze. Und in der Zeit können wir selbstverständlich dann Urgestein und noch Wünsche sparen. Das hilft uns auf jeden Fall weiter, würde ich sagen. Hier haben wir momentan nichts. Händler will ich kurz schauen. 2 könnten wir uns hier holen. Vielleicht mache ich sogar einen Tenpull noch auf das Al-Haytham-Banner, weil ich gegebenenfalls Lust auf Yao Yao hätte. Wenn ich sie nämlich hier bekomme, könnte ich mir beim Lantern Ride Event direkt einen anderen Charakter noch holen. Wer das dann genau ist, kann ich noch nicht sagen. Das weiß ich noch nicht, aber ich hätte gesagt, das wäre, denke ich, eine ganz gute Investition, das so zu machen. Aber wir werden sehen. Wir gehen zurück zur Yujing Terrace. Und ich müsste eigentlich echt mal den Teleporter hier oben holen. Aber naja, für den Moment gehen wir den Umweg einfach noch einmal. Also eigentlich ist das ja kein Umweg, sondern der normale Weg in Liyue. Nur ist es halt trotzdem schneller, wenn ich einfach oben auf dem Berg spawne und von dort dann runtersegeln kann, beziehungsweise einfach eine Stampfattacke mache. Und da haben wir sie, die gute Madame Ping. All things must change. Guten Tag. Youngster, are you here to admire the flowers? But it's a shame. These glazed lilies have almost all wilted. What happened to them? Back in my day, people said that glazed lilies can read human hearts. If they heard beautiful sounds like laughter and singing, they would also bloom joyfully. But
if they heard too much wild gossip or slander, they would quickly wither away. So that means these flowers feel what's happening in Liyue? Ja. Yes, the rumors of Rex Lapis's death are no small matter. They are everywhere. Some say it was a Fatui plot. Others say that the Chising made it all up. And still others think that which lies in the deep is breaking free. This harbor is like a mountain of dry tinder. One spark, and the fire will consume us all. Well, I shall say no more. This old woman's grown too old and naggy. Did you have something to say, youngster? Ja, wir sind hier, um etwas auszuleihen. Borrow something? Oh, you've come to borrow the cleansing bell, yes? Apart from that, I don't have anything of value that you youngsters might want. But it was not originally mine, either. That trinket used to belong to a friend of mine. I was a vain beauty when I was young, and I would pester him for that bell all the time. He could not dissuade me, and so he gave it to me. But he said that if someone should come to borrow it, I must not be loath to give it away. It has been many years, and who knows how many times someone has come to borrow this bell. Still, though, I can't recall when it started. It's been a long time since anyone has come to borrow it. Oh, these old bones are so slow to look for things. I doubt you can wait that long. Ich habe beim Großmeister des Ritterordens das Suchen von Dingen gelernt. What a weird thing to be proud of. All right, children, there is no need to worry. I didn't place the bell very far away. Do you live near here, Granny? Whoa, but this is Eugene Terrace. It's gotta be expensive. Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My entire household is in here. How does that work? Heißt das, die Hausschlüssel sind auch da drin? Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot, and you are quite welcome to borrow it. If you can find it. Alles klar, Deckel auf und let's go. Huch. Ich glaube, das sollte nicht passieren. Where are we? What just happened? Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. Whoa! That sounds like Granny's voice. So, this is her teapot? So, wir schauen mal, was unsere Verbesserung zwecks der Artefakte macht. Und ja, ich muss sagen, man merkt schon, wir machen auf jeden Fall etwas mehr Schaden. Nicht viel mehr, aber schon merklich. Schon merklich. Ich würde sagen, ungefähr 50% mehr Schaden. Das ist schon ordentlich. So, dann schauen wir mal. You noticed? The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last swept this place? Dieses Schild ist natürlich ein bisschen,
ja, unvorteilhaft für uns. Ich würde ihn gerne runterschmeißen. Ich hoffe, er respawnt dann nicht einfach. Zack. Hat es gereicht? Komm, bitte respawn nicht. Sehr gut, es hat gereicht. Dann können wir nämlich hier das Windfeld aktivieren und einmal nach oben steigen. You know, with such a special teapot and the cleansing bell, do you think this old granny could also be an adeptus? Wer weiß, Paimon, möglich ist alles. More and more convinced that she's an adeptus. But don't they all live in Killian Karst? Why would she stay in the city? Und dort haben wir ganz viel Kryo-Zeug. Da sind jetzt mal unsere anderen Characters dran. So, damit haben wir das nächste Windfeld aktiviert und können weiter in die Höhe steigen. It would be nice if we had one of these too. Or at least we wouldn't have to camp outside. Tatsächlich bekommen wir sowas bald, Paimon. Das weißt du natürlich noch nicht, aber Madame Ping ist ziemlich großzügig. Und da ist sie, die Glocke der Reinigung, das Artefakt, was wir gesucht haben. Oh, you found it. Youngsters are so quick on their feet. Oh, now, let me see. All right, that'll do. Come on out now, children. Okay, Truhe haben wir keine. Dementsprechend können wir die Kanne wieder verlassen. Oh, in and out in no time. You youngsters really are quick. Bist du ein Adept? An adeptus. Oh, I haven't heard anyone say those words in earnest for a long time. As to whether I am one or not, child, surely you already understand. Paimon kinda knows what you mean, but is also kinda confused. Are you really giving us the bell just like that, Granny? Don't you think it's weird? Something's just happened to Rex Lapis and then we come running up asking for it? Oh, don't be silly. Liyue Harbor has been through a great deal in its history. In that time, it has seen the departure of countless adepti. But no matter what, we have always performed the rite of parting first before any other matters. To cry, "Catch the murderer," at the top of one's lungs, but ignore the rite of parting. That, to me, is what is wrong-headed. Now that you have come to borrow the bell, I guess that perhaps an old friend of mine has finally decided to take matters into their own hands. So, why would I be unwilling to lend you the bell? Was wäre, wenn dein alter Freund sie nicht zurückgeben würde? Oh? Well, if it came to that, they would find a certain old lady knocking at their door. We haven't met in a while anyway. It would be nice to share a drink and chat. Well, you must have things to do. Since you have the bell, you should return. Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. We will. Thanks, Granny. Nettes Wortspiel auch, wenn man bedenkt, dass der Teekessel gleichzeitig ihr Haus ist.
So, dann sollen wir das Ganze zum Platz bringen. Genau, das ist die Insel hier, sag ich mal, wo auch schon die Adeptenzeremonie am Anfang stattgefunden hat. Und da wartet Zhongli auch schon auf uns. Da würde ich sagen, hi. Indeed, this is the cleansing bell. It's in good condition. Let's place the perfume we've prepared inside. Bist du auch ein Adept? An Adeptus. That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. There are none better for brewing tea. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? Next, we need to purchase kites. Ooh, Paimon loves kites! Are you taking us kite flying? Is this our break time? No. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic roles in Liyue's rituals. I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. Oh, sure. Curiouser and curiouser. Ja, was ich tatsächlich auch sehr interessant finde, dass im englischsprachigen Drache ja nicht gleich Drache ist, sondern dort hat man Dragon für den meist feuerspeienden Drache, der durch die Lüfte fliegt, und Kite für den Flugdrachen, den man Kindern zum Spielen gibt und mit dem man vor allem im Herbst, weil es da recht windig ist, gut Drachen steigen lassen kann. Im Deutschen ist es ja das Gleiche. Da ist Drache gleich Drache. Ah, sir, you're here. The 7 kites you asked for have been made to order. Would you like to take them now? Yes, thank you. Oh, er kam also It's schon rare to see vorbereitet. customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from people of all walks of life. Well, this is Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor, so he's probably well-versed in all these walks of life. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. Außerdem Tee, Duftstoffe, Flora und Fauna. He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well, but he likes talking about less useful topics instead. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy watching the children at play as much as anyone else. But there is more to it than that. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over thousands of years, and there is meaning behind that. I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. The meaning of these 7 kites is far from banal. Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7 kites represent the 7. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the Animo Archon. As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the Golden House.
Da müssen wir dann später mal... Paimon's heard that name before. Da müssen wir dann später auf jeden Fall mal schauen, aber... Paimon, du redest auch zu viel, genau wie der Graf. The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro-Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame. As does that which the Cryo-Archon once... Yes. These details are masterfully done. Übrigens, was man hier gerade gesehen hat, sind die spezifischen Traits der jeweiligen Gebiete. Also man hat gesehen, Freiheit für Mondstadt quasi, weil über die Linien gemalt wurde, so wie es gesagt wurde. Verträge für quasi Liyue. Da muss alles bis ins kleinste Detail eingehalten werden. Der Kreis symbolisiert die Ewigkeit, weil er keinen Anfang und kein Ende hat. Dementsprechend passt dazu Inazuma. Und dann wurde von Blättern und Weisheit gesprochen. Das gehört zu Sumeru, der momentan aktuellsten Region im Spiel. Keine Sorge, bis wir dahin kommen, vergeht noch eine Weile. Und ja, warte, was... ja, genau, der Rest steht gerade da. Also Gerechtigkeit ist ausgeglichen wie Wasser, das gehört zu Fontaine. Krieg brennend wie Feuer, das gehört zu Natlan. Und ja, zum Cryo-Archon, beziehungsweise zu Snezhnaya, weiß man noch nicht genau, was deren Trade sein könnte. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn man sich die Fatui nach außen hin anschaut, dass Diplomatie vielleicht eine Rolle spielt, aber falls ihr da mehr wisst oder andere Ideen habt, könnt ihr mir das gern mal in die Kommentare schreiben. The compliments of a learned man truly are pleasant. Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment... Die ausstehende Zahlung. Well, allow me. Und da ist Child wieder. Sehr schön. Hey, it's Child. Stehen wir etwa unter Beobachtung? No way. I was just passing through. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? Child, you are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. Oh. Kommt da etwa eine etwas düsterere Seite vom guten Child zum Vorschein? Ja, wie dem auch sei. Wir machen mit der Quest im nächsten Part weiter. Also hoffe ich mal, wenn mir nicht bis dahin etwas anderes einfällt, was ich im nächsten Part machen möchte. Zum Abschluss dieses Parts möchte ich noch einmal gegen die Okeanide kämpfen, weil wir diese in näherer Zukunft brauchen werden.
Dafür muss ich kurz einmal die Truppe anpassen. Denn falls die Vögel eine Rolle spielen, also falls die gespawnt werden, brauchen wir definitiv Amber. Gleichzeitig haben wir aber ein paar Quests abgeschlossen. Dementsprechend würde ich gern den guten Bennett einmal hochstufen. So weit wie wir das eben können. Auf Stufe 49. Und dann schauen wir mal seine Waffe an. Er hat momentan diese. Ja, das ist in Ordnung. Wir gucken auch mal seine Artefakte kurz durch. Da haben wir ja auch Neues bekommen. Er braucht eigentlich vor allem bei den Artefakten LP und Aufladerate. Ja, gucken wir mal. Hatte die LP? Nee, Verteidigung, stimmt. Die hätte LP. Mit passiven Heileffekt. Ich hätte gern was den aktiven Heileffekt erhöht. Das wäre besser für uns. LP. Ich suche was mit 2x LP. Wir gucken mal, ob wir da gerade etwas haben. LP und KT. Verteidigung. Tja. In dem Fall würde ich sagen, nehmen wir einfach mal die hier für die LP und dann gucken wir mal, ob wir... Hier haben wir auch LP. Würde ich sagen, nehmen wir das auch gleich. Warum haben wir hier KT? Da brauchen wir eigentlich auch am liebsten LP für ihn. Schauen wir mal. Hier hätten wir LP mit Crit-Schaden. Heilungsbonus. Das wäre natürlich auch cool. Ja. Wir nehmen Heilungsbonus rein, würde ich sagen. Damit sieht das Set einigermaßen gut aus. Ja, für ihn haben wir auch. Und für sie auch momentan. Erst einmal würde ich sagen, ist alles so gut, wie wir im Moment sein können. Dementsprechend machen wir uns auf den Weg und versuchen einmal die Okeanide zu besiegen. An assassin from our homeland, or a fool who trespasses upon the waters of Jinze. Coveting the shapes of the living, pure water can take on many forms. In this way, okay. Es wird schon mal nicht mit diesen Vögeln begonnen, was relativ nett ist. The power of water is its ability to take any shape. Auch jetzt. Let's light it up. Off we go. Dodge this. Immer noch keine von diesen kleinen Vögeln. Ich meine die fliegen. Ne? Wenn ich von Vögeln rede, dann meine ich immer die fliegen. Es gibt noch Arten anderer Vögel. So, jetzt sinken Plattformen in den Boden. Das ist suboptimal. Denn das erschwert uns jetzt zum Beispiel auf diese Plattform da hinten zu kommen. Wir schauen mal. Sehr schön. Es sind wieder einmal nicht die bösen Vögel,
So, wir haben ihn und dann schauen wir mal, dass wir den Frosch auf jeden Fall mal noch down bekommen. Sehr gut. Schnell weg. Die Krabben sind nervig. Aber ich glaube, die Gegner hier sind alle nervig. So, wir könnten mal Spiel gebrauchen. Das sieht soweit doch ganz in Ordnung aus. Ah, schade. Ah, doch! Wir haben sogar noch einmal den Heal bekommen, nachdem der Vogel uns geholt hat. Und wenn wir Glück haben, bekommen wir dieses Mal sogar gar nicht die fliegenden Vögel, die ich so sehr hasse. Wenn wir Glück haben, bleiben wir davon verschont, denn es sind nur noch 2 Monstergruppen oder Monster, die gespawnt werden. Dort haben wir den Frosch, und dort haben wir die fliegenden Vögel. Okay, immerhin nur einmal. Boah, die sind richtig eklig. Ihr seht warum, ne? Wehe, du bist gerade gestorben. Okay. Ich würde sagen, wir müssen versuchen, den Frosch erstmal runter zu bekommen. Boah. Okay, ich mach jetzt das. Ich hoffe, dass das uns genügend Schild bringt. Und jetzt schnell weg. Wir müssen schon wieder was essen. Also wie gesagt, ich hasse diese fliegenden Vögel. Sag mal. Vor allem, das Problem ist auch, ich kann denen irgendwie voll schlecht ausweichen. Amber sollte am besten nicht sterben. Oh. Oh oh. Ich sehe auch mit Schrecken, dass wir zu wenig Essen haben. Wir haben zu wenig Essen. Das ist sehr, sehr schlecht für uns. Okay, wir versuchen es mit ihrer Puppe. Die kann nämlich die Vögel ein bisschen ablenken und vielleicht sogar etwas Schaden verursachen. Und dann versuchen wir weiter an diese Vögel ranzukommen. Sehr schön. Komm schon. Okay, einen haben wir. Und einen haben wir fast. Was? Okay. Das war jetzt sehr blöd. Thomas hätten wir gebraucht fürs Schild. Okay, aber jetzt haben wir nur noch einen Vogel. Ich hoffe, der geht auf die Puppe anstatt auf uns. Und jetzt einfach die ganze Zeit das machen. So habe ich übrigens die Okeanide auch beim ersten Mal besiegt. Ah, schade, das hat nicht ganz geklappt. Ja, wir müssen einfach versuchen mit Ambers Baron Bunny, also mit ihrer Puppe, die Vögel so gut wie es geht abzulenken. Und dann mit ihrem Bogen genügend Schaden auszuteilen, während die Vögel abgelenkt sind. Komm. Ach, geschafft.
Water will exist forever. Wie gesagt, also ohne einen gut gelevelten Bogencharakter sind diese Vögel eine absolute Tortur. Hoffen wir mal, dass sich das Ganze auch gelohnt hat. Immerhin kriegen wir 2-mal Bossmaterialien. Beim letzten Mal habe ich leider nur 1 bekommen. Verteidigung, Verteidigung. Ja. Ja, ich würde sagen, wir gehen schnell mal heilen. Und damit ist auch dieser Part vorbei. Ich hoffe, dass er euch gut gefallen hat. Wenn dem so ist, dann würde ich mich über ein Like oder ein Abo sehr, sehr freuen. Wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt, dann vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn der nächste Part hochgeladen wird. Und damit verabschiede ich mich für heute von euch. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.